Ich zeige dir, wie du mehr Leistung aus deinen Hoverboard-Motoren herausholst, indem du sie auf die Dreieckschaltung umlötest. Beim Brushless-Motor sind die Spulen oft auf dem Stator. Wenn Strom durch diese Spulen fließt, erzeugt es ein Magnetfeld, das den Rotor mit den Magneten in Bewegung setzt. Damit sich der Rotor weiter dreht, müssen die Spulen im richtigen Moment immer wieder an- und ausgeschaltet werden. Hoverboard-Motoren sind sogenannte Brushless-Motoren. Im Gegensatz zu einem Bürstenmotor benötigen sie einen Controller, der die Spulen im richtigen Moment ansteuert. Bei Bürstenmotoren passiert das automatisch. Je nach Position des Rotors werden die passenden Spulen durch Bürsten angesteuert. Die Spulen im Motor sind in 3 Phasen aufgeteilt. Die Spulen in einer Phase werden immer gleichzeitig geschaltet. Du fragst dich jetzt vielleicht, wenn ein Brushless-Motor 3 Phasen hat mit jeweils 2 Kontakte, warum hat ein Brushless-Motor dann nur 3 Kontakte? Und jetzt kommt die Stern- und die Dreieckschaltung ins Spiel. In der Sternschaltung werden die Enden der 3 Phasen in einem gemeinsamen Punkt verbunden. Die anderen Enden der Phasen sind die 3 Kontakte, die mit dem Controller verbunden sind. Bei der Dreieckschaltung sind die Spulenenden so verbunden, dass sie ein Dreieck bilden. Die Spannung pro Phase ist bei der Sternschaltung geringer, weil sie immer zwischen 2 Phasen aufgeteilt werden muss. Dadurch arbeitet der Motor bei niedrigeren Geschwindigkeiten effizienter. Es ist wie mit dem Fahrrad im niedrigen Gang. Du kannst leicht losfahren, aber du hast nicht so eine hohe Maximalgeschwindigkeit. In der Dreieckschaltung hingegen erhält jede Phase die volle Eingangsspannung. Dies sorgt für mehr Drehmoment und eine bessere Beschleunigung bei höheren Geschwindigkeiten. Bei niedrigeren Geschwindigkeiten ist diese Schaltung jedoch weniger effizient, da der Motor mehr Strom braucht, um das gleiche Drehmoment wie bei der Sternschaltung zu erreichen. Es ist wie, als würdest du im höchsten Gang mit dem Fahrrad anfahren wollen. Ein Beispiel, wo diese beiden Schaltungen verwendet werden, sind Züge. Sie verwenden beim Anfahren die Sternschaltung und wechseln dann während der Fahrt in die Dreieckschaltung, um die Höchstgeschwindigkeit zu erreichen. Zurück zu unseren Hoverboard-Motoren. Standardmäßig sind diese Motoren in der Sternschaltung verlötet. Und das macht auch Sinn. Hoverboards sind nicht dafür ausgelegt, um besonders schnell zu fahren. Aber was wir wollen, ist mehr Leistung und Geschwindigkeit. Deswegen löten wir jetzt unseren Hoverboard-Motor auf die Dreieckschaltung um. Dafür muss ich den zuerst aufmachen. Und so sieht das jetzt aus. Pass auf, die Spulen nicht zu beschädigen. Um an den anderen Kontakten der Spulen ranzukommen, muss ich die Sensoren ablöten. Ich habe ein Foto gemacht, um sie wieder richtig anschließen zu können natürlich. Das sind die 3 andere Kontakte. Schrumpfschlauch entfernen. Jetzt kann ich die Kontakte ablöten. Zuerst musst du herausfinden, welche der 6 Kontakte zusammengehören. Also welche eine Phase bilden. Misst dafür den Widerstand zwischen den Kontakten mit einem Multimeter. Wenn du die Phasen identifiziert hast, verbinde die Enden der Phasen so, dass sie ein geschlossenes Dreieck bilden. Pol Nummer 2 ist fertig. Die 3 Verbindungspunkte, die dabei entstehen, werden dann mit dem Controller verbunden. Das sind die Pole des Motors. Und bei Pol Nummer 3 muss ich die verbinden mit dem grünen Kabel noch. Oh, ist eine fette Lötstelle. Und dann muss man alles wegbiegen, sodass es nicht stört, weil der Motor wird sich ja drehen. Sehr schön. Jetzt muss ich den Motor wieder zusammenbauen und fertig. Umgelötet ist unser Motor. Wir müssen das unbedingt ganz schnell testen. Weg damit. Und jetzt programmieren wir den Controller. Verbinden. Ja. Also hier. Ach nee, ein bisschen weiter vor. Warte, schauen irgendwelche Nachbarn, ob ich hier blöd mein Video filme? Also ich teste jetzt ich traue mich nicht, Vollgas zu geben. Boah, 38 Kilometer pro Stunde mit 48 Volt. Das ist schon das Maximum, was ich eigentlich damit fahren will. Zu gefährlich. Jetzt weißt du genau, wie du deinen Hoverboard-Motor auf die Dreieckschaltung umlötest, um mehr Leistung und Geschwindigkeit herauszuholen. In meinem letzten Video habe ich verschiedene Akkuspannungen getestet, um auch da mit Hoverboard-Motoren schneller zu fahren. Das könnte dich auch interessieren. Lass mich wissen, wie dir mein Video gefallen hat, und wenn du mehr von solchen Videos sehen willst, lass ein Abo da. Mach's gut. Ciao!